Hallo und herzlich willkommen auf der EcoCrowd-Seite. In diesem Video lernt ihr, wie ihr ein Projekt auf unserer Seite starten könnt. So einfach ist es auf EcoCrowd. Zunächst klickst du auf Starte dein Projekt. Nun bist du im Bereich der Projektverwaltung. Wir haben das Design angepasst und intuitiver gestaltet, um dich in jeder Phase deines Projektes zu begleiten. Es gibt insgesamt 5 Phasen, die jedes Projekt durchlaufen muss. Die Phasen sind schön übersichtlich oben auf der Seite fixiert, so kannst du auf einen Blick sehen, was dich noch erwartet. Infophase. Auf dieser Seite findet ihr einige Infos zu EcoCrowd, zum Crowdfunding und zu unseren Kosten. Entwurf. Hier ist die Werkstatt deines Projekts. Von Texten zu Fotos und Videos können in dieser Phase viele Bausteine bearbeitet werden. Freischaltung. Dies ist der Bereich, in den du gelangst, wenn dein Projekt zur Prüfung eingereicht wurde. In dieser Phase überprüft unser Team dein Projekt auf unsere AGBs. Bekommt dein Projekt grünes Licht, wirst du hier auch den Projekt-Starten-Knopf finden. Dazu kommen wir aber noch später. Finanzierung. Ist dein Projekt erst einmal veröffentlicht, kannst du dir hier die Fortschritte anschauen. Abgeschlossen. Ist die Finanzierungsphase beendet, wirst du hier die nächsten nötigen Schritte sowie Tipps für deinen weiteren Weg finden. Soweit zum Ablauf, legen wir erstmal ein Testprojekt an. Zurück zur Infophase. Im Folgenden zeige ich dir vereinfacht, wie du ein Projekt starten kannst. Wenn du selbst dabei bist, kannst du dir natürlich mehr Zeit lassen. Wir haben auch viele nützliche Tipps mit eingearbeitet, die für dein Projekt hilfreich sein können. Teste deine Erfolgschancen auf EcoCrowd mit unserem Selbsttest. Wie viel weißt du bereits über Crowdfunding und die EcoCrowd? Klicke hier, um deine Ergebnisse auszuwerten. Und nun geht es auch schon los. Bewerte die Nachhaltigkeit deines Projektes anhand unserer Nachhaltigkeitskriterien. Lasse Kategorien, die deinem Projekt nicht entsprechen, leer. Diese werden später ausgegraut und für Besucher deiner Seite als irrelevant markiert. Im nächsten Schritt kannst du deinen Projekttitel sowie deinen Namen oder den Namen deines Vereins eingeben. Und weiter geht's. Dein Projekt ist jetzt angelegt und du bist in der Entwurfsphase. Im Folgenden werden dir unsere Tipps immer genau an der richtigen Stelle angezeigt oder du schaust sie dir gebündelt an in unseren verlinkten Handbüchern. Auch die AGBs kannst du an dieser Stelle noch einmal nachlesen. Vergiss nicht, zwischendrin zu speichern. Alle 10 Minuten wird zusätzlich auch automatisch gespeichert. Und jetzt haben wir schon die ersten Aufgaben an dich. Bevor du dein Projekt einreichen kannst, musst du in Stelle dein Projekt vor sowie in Vervollständige dein Projektinitiatorkonto 100% erreichen. Ist dies erfüllt, wird der Button zum Einreichen des Projekts verfügbar. Im Folgenden siehst du den Projektbearbeitungsbereich. Es gibt allerhand Funktionen, die du nutzen kannst. Hier kannst du dann Videos einfügen und Kategorien wählen, Beschreibung deines Projekts und über dich einfügen sowie sämtliche Tools benutzen, um deine Texte zu bearbeiten. In der Kurzansicht bearbeitest du die Anzeige, die später auf unserer Hauptseite erscheint. Wähle hierfür ein Bild und einige kurze Sätze, die dein Projekt gut beschreiben. Hier bestimmst du die Laufzeit. Ein neues Feature: Etappenziele. In diesem Bereich kannst du deine Zielsummenvorstellungen überprüfen sowie Etappen deines Gesamtziels einfügen. Hast du zum Beispiel eine Finanzierungssumme von 2.000 Euro, ist hier der Bereich, um die Summe aufzuschlüsseln und deinen Fans zu zeigen, was mit dem Geld passiert, sollte das Gesamtziel nicht erreicht werden. Tauschgüter. Du kannst nun beliebig viele Tauschgüter hinzufügen, sowie bestimmen, ab welchen Etappen bestimmte Tauschgüter angezeigt werden sollen. Gut zu wissen. Tauschgüter können entweder einen materiellen Wert oder einen ideellen Wert haben. Tauschgüter von ideellem Wert sind zum Beispiel selbstgebastelte Sachen. Ansonsten gilt der Marktwert. Willst du als Tauschgut zum Beispiel einen Kalender anbieten, sollte der Tauschgutpreis ungefähr an den Marktwertpreis des Kalenders gebunden sein. Sprich, ein Kalender, der einen Marktpreis von 40 Euro hat, im Gegenzug aber für eine Unterstützersumme von 200 Euro angeboten wird, ist unpassend, weil es sich an einer Spendenform orientiert und nicht an dem Modell des Crowdfundings. Crowdfunding ist ein Geben und Nehmen und kein Spendensammeln. Im letzten Punkt kannst du dich noch an unserer Hashtag-Aktion beteiligen. Übrigens, du kannst dir immer wieder zwischendrin die Vorschau anschauen und direkt abgleichen, was deine Unterstützer sehen werden. Ist das geschafft, musst du noch dein Benutzerkonto ergänzen. Hierfür brauchen wir ein paar Informationen von dir. Auch bestimmst du schon hier die Zahlungsweise, mit der deine Unterstützer dir später Geld senden. Und das war's auch schon. Klickst du auf Projekt zur Prüfung einreichen, landet es auf unserem Tisch und du kannst es nicht mehr bearbeiten.
Tauschgüter hinzufügen wird dir jedoch bis Ende der Projektlaufzeit möglich sein. Denk dran, nach dem Einreichen kannst du die Texte und Fotos nicht mehr verändern. Sollte dir ein größerer Fehler passieren, kannst du aber natürlich unser Team kontaktieren, die den Fehler mit dir zusammen beheben können. Nach unserer Prüfung auf die AGBs wirst du in diesem Bereich dein Projekt endlich veröffentlichen können. Wurde deinem Projekt grünes Licht gegeben, kannst du selbst bestimmen, wann du auf den Projekt-Starten-Knopf drückst und damit den Unterstützern die Tore öffnest. Doch zunächst viel Spaß bei der Bearbeitung deiner Projektseite.